Studie einer schwangeren Frau im 3. Trimester. Die Untersuchung einer schwangeren Frau im 3. Trimester beginnt mit einer Umfrage, bei der alle Einzelheiten der allgemeinen und besonderen geburtshilflichen und gynäkologischen Vorgeschichte herausgefunden werden. Sie beginnen eine allgemeine Untersuchung, achten auf Körperbau, Ernährung, Hautzustand, Bauchform, Vorhandensein von Hyperpigmentierung und Schwangerschaftsnarben. Ein notwendiges Stadium der Studie ist die Messung der Hauptabmessungen des Beckens: Spinarumdistanz, Crossarumdistanz, Trachanterdistanz, externe Konjugate. Der Spinarumabstand beträgt normalerweise 25 bis 26 cm, der Cristarum-Abstand 27 bis 28 cm, der Trachanterabstand 30 bis 31 cm, das äußere Konjugat 20 bis 21 cm. Um die Größe des echten Konjugats zu bestimmen, müssen 9 bis 10 cm vom Wert des äußeren Konjugats abgezogen werden. Die Dicke der Beckenknochen kann anhand des Umfangs des Handgelenks beurteilt werden, normalerweise 14 bis 15 cm. Zur Beurteilung des Gestationsalters werden folgende Indikatoren verwendet: Bauchumfang und Höhe des Uterusfundus. Um die Größe des Fetus zu bestimmen, wird die Länge seines Ovoids gemessen. Dies ist der Abstand zwischen den am weitesten entfernten Punkten des Kopfes und des Beckenendes, sowie die Größe des frontal-occipitalen Kopfes. Die Länge der Frucht wird berechnet, indem die Länge ihres Eies verdoppelt wird. Bei einer Vollzeitschwangerschaft beträgt die Länge des Fetus 50 cm. Die frontal-occipitale Kopfgröße beträgt 12 cm. Bei der Palpation werden 4 Empfänge externer geburtshilflicher Forschung verwendet. Die erste Technik: Die Hände werden im Bereich des Uterusfundus platziert. Die Höhe des Uterusfundus und der darin befindliche Teil des Fötus wird angegeben. Die zweite Technik: Hände werden auf die Seitenflächen der Gebärmutter gelegt, wobei die Position des Fötus und die Position seines Rückens, seine Position und sein Aussehen angegeben werden. Die dritte Methode: Die Hand wird über den Busen gelegt, der präsentierende Teil wird angegeben. Die vierte Methode: Die Hände werden zwischen Busen und Kopf gelegt, die Position des Kopfes wird in Bezug auf den Eingang zum kleinen Becken angegeben. Erster Empfang: Die zweite Methode ist die Längsposition des Fötus, der Rücken ist links, die erste Position. Der dritte Empfang wird vom Kopf des Fötus präsentiert. Die vierte Methode, der fetale Kopf über dem Eingang zum kleinen Becken, ist ein Symptom für eine Abstimmung. Die nächste Stufe der Studie ist die Auskultation des Fötus. Die normale fetale Herzfrequenz beträgt 120-140 Schläge pro Minute. Das inländische Ultraschallgerät Malysch ermöglicht die Klangwiedergabe fetaler Herzgeräusche. Der Ort der Auskultation des fetalen Herzens hängt von der Präsentation und Position ab. Mit einer Kopfdarstellung unterhalb des Nabels, links oder rechts, an der Seite des Rückens. Mit einer Verschlusspräsentation, über dem Nabel, links oder rechts. Die durchgeführten Studien ermöglichen die Diagnose, die Dauer der Schwangerschaft und die Position des Fötus, sowie die Prognose der Geburt anhand der Größe des Fötus und des Beckens der Frau. Die korrekte und vollständige Untersuchung einer schwangeren Frau vor der Geburt ist der Schlüssel zu einer sicheren Geburt eines gesunden Kindes.